Ja, wir haben hier das einzige vollständig erhaltene Skelett eines Auerochsen aus der Zeit um 200.000 vor Christus. Und das Spannende ist, dass zwischen den Rippen dieses Auerochsen praktisch das Jagdgerät dieses frühen Neandertalers gefunden wurde, der späten Homo erectus, der diesen wahnsinnigen Auerochsen gejagt hat. Der ist über 1,80 hoch, 1500 Kilo schwer. Wer mal in einer spanischen Corrida war und gesehen hat, wie 500 Kilo Stiere noch kräftig sind und die Matadoren in Verlegenheit bringen, der ist natürlich total davon beeindruckt, dass so ein riesiges Tier tatsächlich mit dem Speer angegriffen und erlegt wurde. Das passiert nicht zum Fleischerwerb, das passiert aus sportlichem Wettstreit sozusagen, das passiert, um sich zu beweisen. Dieser Auerochse wird natürlich dazu wahrscheinlich in das feuchte Sediment getrieben, zumindest wurde er im Uferbereich gefunden. Die Geräte, um ihn zu zerschneiden und zu zerlegen, wurden zwischen seinen Rippen gefunden. Er dürfte also tatsächlich bewusst erlegt worden sein. Etwas, das uns heute noch Bewunderung abbringt. Ich habe mit Großwildjägern gesprochen, die sagen mir, in Afrika ist das Gefährlichste immer noch der Wasserbüffel, der sozusagen ganz überraschend angreift, oder das Nilpferd, das verborgen ist und unterm Schiff auftaucht. Aber vor allem die Wasserbüffel sind gefürchtet, und heute hat man alle ganz andere Waffen, um diese Tiere zu erlegen. Es zeigt also, welch kompetente Jäger die Menschen in dieser Zeit waren. Diese Fundstelle Neumarkt Nord, wo der Auerochse getötet wurde, ist überhaupt ein Glücksfall für die Archäologie. Dort haben sich Hunderte von Hirsche erhalten, die sich mit Cyanidbakterien vergiftet haben im Wasser. Das Wasser war sozusagen giftig durch Blaualgen geworden, und sie ist deshalb auch ein Glücksfall, weil sich dort das ganze Ökosystem fantastisch erhalten hat. Wir haben hier zum Beispiel Fische, die sind versteinert, oder wir haben hier den Rest eines Elefantenknochens, der von Hyänen angefressen wurde, und die haben wir sogar die Hyänenhinterlassenschaften noch versteinert erhalten. Das ganze Ökosystem war, man kann sich das vorstellen wie heute die Serengeti, die war voller Elefanten, voller Nashörner, und wir wundern uns, warum waren denn hier bei uns Elefanten? Ganz einfach, Elefanten sind normalerweise nicht auf Afrika beschränkt. Wir alle kennen Elefanten in der Kälte mit den Namen Mammuts. Und wenn es heute kälter wird, wachsen den Elefanten immer noch Haare. Das heißt also, Elefanten sind hoch anpassungsfähig und sind natürlich eine vergleichsweise leichte Jagdbeute für den Urmenschen. Und zwar deshalb, weil die Elefanten keine Feinde gewöhnt sind. Man kommt also relativ leicht an sie ran. All diese Großwildjagd können wir hier in Neumarkt Nord ganz gut belegen, und wir sehen, warum die Menschen wahrscheinlich sehr viel mehr Tiere jagten, als sie eigentlich verzehren konnten. Ganz einfach, weil sie die Sehnen brauchten, weil sie vor allem aber das Leder brauchten. Die Menschen brauchen Zelte, dafür brauchen sie Leder. Die Menschen brauchen Kleidung und Felle für den Winter. Es wird zwar nicht so kalt im Winter in der Warmzeit, aber immerhin 0 Grad sind kalt genug bei Regen, und deshalb braucht man Felle. Die Felle muss man aber gerben, die kann man ja nicht hart und modrig tragen, und den Beweis, dass die gegerbt wurden, den haben wir hier. Wir haben hier ein Messer, und unterm Holzgriff hat sich der Rest organisch erhalten, der uns beweist, dass es sich um eine Eichenlohgerbung handelt, also praktisch um den Mercedes des Gerben schlechthin. Die Leute hatten, also dafür können wir ausgehen, vor 200.000 Jahren, sicherlich auch vor 400.000 Jahren, weich gegerbte Lederkleidung, Zelte, Feuer, Jagdwaffen. Nur so konnten die Menschen hier überleben und ihrem Broterwerb nachgehen. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das Leben jämmerlich war. Ganz im Gegenteil, Wild war in riesigen Mengen vorhanden. Die Umgebung war für die Menschen äußerst freundlich, und das ist das Wichtigste, die Menschen agierten als Laufhetzjäger an der Spitze der Nahrungspyramide. Sie hatten also keine Probleme mit der Nahrungsbeschaffung, und sie lebten in einer endlosen Kette von Generationen mit immer der gleichen Technik, immer der gleichen Jagd. Nur das Klima änderte sich dramatisch, aber die Menschen
überlebten Warmzeiten und sie überlebten Kaltzeiten. Und das ist etwas, das würde uns heute schwerfallen, die wirkliche Kaltzeit zu überleben. Das klappte nur, weil die Menschen den Tieren nachziehen konnten und nicht räumlich gebunden waren, wie später die Menschen, die Ackerbau betrieben.